Hallo meine lieben Freunde! Seit meiner Erstbegegnung in Komodo im Jahr 2017 habe ich auf mehreren Reisen vergeblich versucht, noch einmal auf eines dieser Tiere zu treffen. Und daher konnte ich mir die Chance auf diesen kleinen Zusatztrip auch einfach nicht nehmen lassen. Deshalb bin ich jetzt nicht auf direktem Weg nach Hause, sondern reise sogar noch eine Station weiter. Das Ziel? Nabire in Zentralpapua und die Walhaie in der Quatisor Bay. Im Vergleich zu Westpapua ist Zentralpapua tatsächlich nochmal eine Nummer, nun ja, anders. Im Gegensatz zu Manokwari herrscht in Nabire ein ganz anderer Vibe. Auch wenn das Straßenbild und die Bauweise noch typisch indonesisch ist, so sind die Einwohner hier tatsächlich größtenteils indigener Abstammung. Und das merkt man deutlich. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Stadt sind wir jetzt weitergereist nach Quatisor Bay. 3 Stunden Autofahrt durch ursprünglichen Regenwald und eine Weiterfahrt mit dem Boot auf die Halbinsel, die wir für die nächsten 3 Tage unser Zuhause nennen. Wir sind hier untergekommen im Kali Lemon Dive Resort. Irgendwo im Nirgendwo und nur mit dem Boot zu erreichen. Einfache Hütten am Strand und einfach, das definiert es schon ganz genau. Matratze auf dem Boden, Eimer Dusche, Strom zum Laden, nur per stundenweise eingeschaltetem Generator. Das Essen ebenfalls simpel. Das Wort Resort ist hier eventuell etwas zu vielversprechend. Castaway wäre eher passend. Trotzdem ruft dieses Dive Resort für ein 4 Tage, 3 Nächte Tauchpackage teils an die $1000 auf. Eigentlich schon unverschämt, aber wer hier hinkommt, der kommt ausschließlich aus einem ganz bestimmten Grund. Der Cendrawasih Bay Marine-Nationalpark, welcher sich von Westpapua bis nach Zentralpapua erstreckt, ist bekannt für seine regelmäßigen Walhaisichtungen. Mittlerweile findet man diese aber vor allem hier in der Quatisor Bay. Angezogen von lokalen Fischereiplattformen, den sogenannten Bagans, werden die Tiere seit Generationen hier von der lokalen Bevölkerung als Glücksbringer verehrt und haben so natürlich keinerlei Scheu vor den Menschen. Nicht nur vor den Fischern, bei denen sie sich gerne ihre Snacks stibitzen, sondern eben auch nicht vor Tauchern und deren Luftblasen. Direkter Kontakt mit den Tieren sollte also daher garantiert sein. Ob ich also tatsächlich nach über 8 Jahren endlich wieder einem Walhai begegne? Let's find out.
Junge, Junge, was war das denn bitte? Da hat Quattisore aber mal aus allen Rohren gefeuert und vollstens abgeliefert. Bis zu 8 Walhaie gleichzeitig auf einem Tauchgang. Das hier, das ist definitiv Großfisch-Area. Jagende Thunfische, Delfine, ein Gewimmel von Ammenhaien direkt unter unseren Flossen. Hammerhai war auch dabei. Und wer weiß, was wir sonst noch gesehen hätten. Wäre dann nicht das trübe Wasser und die dadurch immens schlechte Sicht gewesen. Ich muss dazu sagen, der Cliffhanger am Anfang war natürlich ein wenig geschummelt. Es war mir schon absolut klar, dass es hier auf jeden Fall Walhai-Begegnungen geben wird. Aus dem Grund habe ich ja auch die Extrazeit und die nochmal längere Anreise erst auf mich genommen. Plus aller weiterer Strapazen. Ein Tag in Nabire, ein abgesagtes Event einer NGO, dadurch eine frühere Anreise nach Quattisore, in der Hoffnung, bereits einen Tag früher tauchen gehen zu können. Nur, um dann vor Ort versetzt zu werden und den ganzen Tag in einer ansonsten komplett leeren Unterkunft herumzuhängen. Eins ist auf jeden Fall klar. Wer in Papua reist, der braucht Eier, Geduld und Nerven aus Stahl. Denn jeden Tag passiert wieder etwas Unerwartetes, Verwirrendes oder logistische Planungen gehen nicht auf. Zusagen sind mal so oder erst gar nicht existent. Und wenn, dann sowieso zu spät. Und so mussten wir dann auch eher abreisen und die Nacht vor dem Rückflug erneut in Nabire verbringen. Wer kann denn schon wissen, dass die in Tagen abrechnen und nicht 2 Nächte, sondern 2 Tauchtage organisiert waren? Kommunikation ist so eine Sache und bescheißen, das will einen sowieso jeder. Geld haben wollen, aber am besten keinen Finger dafür krumm machen. Das mit dem Tourismus, das haben die hier definitiv noch nicht verstanden. Also wieder zurück nach Nabire und ein Hotel organisiert. Und nach über 2 Wochen in Papua bin ich jetzt zurück in der Zivilisation. Nach 2 weiteren Flügen, Gepäckdiskussionen und 5 Stunden Layover in Makassar plus Verspätung. Jetzt hänge ich hier am Pool von meinem Apartment in Kuala Lumpur rum und das alles noch einmal Revue passieren. Hat es sich also am Ende für mich gelohnt? Ich muss sagen, trotz aller Strapazen, definitives Ja. Denn Quattisore ist einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man quasi schon eine Garantie hat, nicht nur auf einen, sogar auf mehrere Walhaie zu treffen, ohne dass diese aktiv angefüttert werden. Zumindest dachte ich das. Nur um dann festzustellen, auch wenn die Walhaie historisch vielleicht von alleine zu den Plattformen gekommen sind, dass die Jungs dort trotzdem die ganze Zeit kleine Fische und Fangreste ins Wasser werfen. Vielleicht, um das Spektakel einfach noch etwas größer zu machen? Wer weiß. Auf jeden Fall trübt das nicht nur das Wasser, sondern eben auch ein wenig den Gesamteindruck. Okay, been there, done that. All in all war dieser Trip nach Nabire und Quattisore auf jeden Fall das Wildeste, was ich reisetechnisch bislang gemacht habe. Und das, meine lieben Freunde, war der kleine Bonusteil meiner Papua-Expedition. Wir sehen uns demnächst irgendwann wieder hier auf meinem Kanal. Abo nicht vergessen.